Du willst echte deutsche Sätze endlich sicher verstehen? Dann beginne heute, dein Gehör zu trainieren. Mit den richtigen Methoden hörst du Muttersprachler bald viel klarer und schneller. Du brauchst nur ein paar einfache Schritte. Genau deshalb geben wir dir in den nächsten 30 Minuten 10 starke Tipps, die du sofort in deinem Alltag anwenden kannst. Jeder Tipp macht dein Ohr ein Stück schneller, sicherer und entspannter. Du wirst überrascht sein, wie viel du nach diesen Tricks plötzlich verstehst. Während wir dir diese Tipps geben, wie du dein Ohr besser trainierst, kannst du jederzeit versuchen, alles mitzuvollziehen. Du kannst die Folge beim Kochen hören oder du hörst aktiv zu und schreibst dir einige Wörter auf. Wenn du möchtest, kannst du auch die Untertitel einschalten. Und am Ende freuen wir uns über einen Kommentar von dir, in dem du schreibst, wie viel du verstanden hast. Während wir dir diese Tipps geben, wie du dein Ohr wirklich trainieren kannst, lade ich dich ein, schon jetzt aktiv mitzuhören. Du kannst die Folge ganz entspannt beim Kochen laufen lassen. Oder du entscheidest dich dafür, richtig aufmerksam zu sein und dir Wörter oder kleine Sätze mitzuschreiben, die dir neu sind. Beides funktioniert, denn dein Ohr lernt in jedem Moment mit. Wenn du möchtest, kannst du die Untertitel einschalten, damit dein Ohr den Klang hört und deine Augen die Struktur sehen. Das verstärkt deinen Fortschritt enorm. Nimm dir Zeit, atme ruhig und lass die Sprache einfach auf dich wirken. Und am Ende freuen wir uns über einen Kommentar von dir. Schreib uns, wie viel du verstanden hast, welche Stelle leicht war und welche Stelle vielleicht ein bisschen schwierig. Genau so wächst dein Hörgefühl jeden Tag. Und jetzt kommt ein Tipp, der für mich persönlich sehr wichtig war, weil er mein Hören wirklich verändert hat. Vielleicht hilft er dir genauso stark wie mir. Du musst dein Ohr im Chaos trainieren und nicht in der Ruhe, denn dein Gehirn lernt Sprache viel besser, wenn es leichte Störungen hat. Viele denken, man muss absolute Stille haben, um gut zu lernen. Aber genau das ist ein Irrtum. Wenn du nur in Ruhe hörst, überrascht dich das echte Leben jedes Mal aufs Neue und dein Ohr bekommt Stress. Doch wenn du bewusst im Chaos übst, wirst du auf einmal entspannter und schneller. Stell dir vor, du stehst im Supermarkt, im Hintergrund läuft Musik, irgendwo redet ein Kind, eine Kasse piept, jemand schiebt einen Wagen. Trotz all dieser Geräusche hörst du sofort, wenn die Verkäuferin sagt, »Nächster bitte!« Dein Gehirn erkennt Stimmen inmitten von Lärm, weil es ständig Muster scannt und wichtige Signale von unwichtigen trennt. Genau diesen Mechanismus musst du beim Deutschlernen nutzen. Wenn du in einem Café sitzt, hör nicht nur auf dein Handy, sondern auf die Menschen um dich herum. Versuche, einen Satz herauszuhören. Vielleicht ein Wort, vielleicht nur den Tonfall. Wenn du an einer Straße stehst, hör auf die Stimmen zwischen den Autos. Denn dein Ohr lernt, verschiedene Schichten von Geräuschen zu sortieren. Selbst eine laute WG-Küche kann ein perfekter Trainingsraum sein. Besteck klappert, Wasser läuft, jemand lacht und trotzdem kannst du erkennen, wenn jemand sagt, »Kannst du mir das geben?« Wissenschaftlich ist das ganz klar. Dein Gehirn wird stärker, wenn es minimal überfordert ist, nicht wenn es unterfordert ist. Ein bisschen Chaos bringt deine Hörzellen auf Touren und zwingt sie, schneller zu reagieren. Jede kleine Störung ist ein Mini-Training für dein Hörzentrum und genau deshalb solltest du Chaos nicht meiden, sondern es nutzen.
Wenn du das regelmäßig machst, merkst du plötzlich, dass du Gespräche selbst dann verstehst, wenn neben dir jemand kocht, telefoniert oder Musik hört. Dein Ohr entwickelt eine Art Filter, der laute Geräusche wegschiebt und wichtige Wörter nach vorne holt. Das ist der Moment, in dem du spürst, dass echtes Leben dir nichts mehr anhaben kann. Trainiere deshalb nicht nur in ruhigen Momenten. Trainiere mitten im Leben. Genau dort wird dein Ohr wirklich stark. Und jetzt kommt noch ein Tipp, der für mich persönlich sehr wichtig war, weil er mein Hören jeden Tag ein kleines Stück stärker gemacht hat. Vielleicht hilft er dir genauso sehr wie mir. Dieser Punkt heißt kleine tägliche Hörrituale. Und gerade weil er so schlicht wirkt, hat er eine enorme Wirkung. Dein Ohr lernt nicht in großen Blöcken. Dein Ohr lernt in vielen kleinen Momenten über den Tag verteilt. Immer wenn du kurz zuhörst, bekommt dein Gehirn ein kleines Signal auf Deutsch. Und genau diese vielen kleinen Signale verändern langsam deine Hörwelt. Stell dir vor, dein Ohr ist wie ein Muskel. Wenn du nur einmal in der Woche sehr lange trainierst, bist du danach müde und frustriert. Wenn du aber jeden Tag ein paar leichte Übungen machst, wirst du mit der Zeit stark, ohne dich kaputt zu fühlen. Genauso ist es mit deutschem Hörverstehen. Darum lade ich dich ein, kleine Rituale zu schaffen, die fest zu deinem Alltag gehören. Du musst dafür nichts Großes planen. Du kannst morgens beim Zähneputzen einen kurzen Satz hören, vielleicht aus einem Podcast oder aus einem Video. Du musst nicht alles verstehen. Es reicht, wenn dein Ohr den Klang hört und dein Gehirn merkt, ach so, wieder Deutsch. Später, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni, kannst du dir wieder ein paar Sätze anhören. Vielleicht eine kleine Szene aus einem Dialog, vielleicht einen Teil dieser Folge. Wichtig ist nicht die Menge. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Es erkennt nach und nach dieselben Wörter, dieselben Phrasen, denselben Rhythmus, und so wird aus Lärm langsam Bedeutung. Abends kannst du dein letztes kleines Ritual machen. Stell dir vor, du kochst oder räumst die Küche auf und lässt im Hintergrund eine kurze deutsche Szene laufen. Du versuchst nicht, jeden Satz zu analysieren. Du lässt die Sprache einfach in den Raum und in dein Ohr fallen. So baust du eine Verbindung auf, die nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl liegt. Mit der Zeit merkst du, dass du bestimmte Sätze fast automatisch verstehst, weil dein Ohr sie schon 100-mal gehört hat. Das gibt dir Sicherheit. Und diese Sicherheit macht dich mutiger, mit echten Menschen zu sprechen. Aus Sicht der Wissenschaft ist das sehr logisch. Dein Gehirn bildet neue Verknüpfungen, wenn etwas oft, aber nicht zu schwer wiederholt wird. Viele kleine, leichte Impulse sind besser als ein einziger, riesiger Block, der dich überfordert. Genau deshalb sind kleine tägliche Hörrituale so wirksam. Sie holen Deutsch in deinen echten Alltag, ohne Druck, ohne große Vorbereitung. Frag dich jetzt einmal ehrlich:
Wo in deinem Tag hast du 5 Minuten, in denen dein Ohr einfach zuhören kann? Vielleicht im Bad, vielleicht in der Küche, vielleicht im Bus. Wenn du diese kleinen Zeitfenster nutzt, wächst deine Hörkraft leise im Hintergrund. Du merkst es vielleicht nicht sofort, aber nach einigen Wochen schaust du zurück und denkst, wow, ich verstehe plötzlich viel mehr als früher. Und jetzt kommt ein weiterer Tipp, der für mich sehr wichtig war, weil er mein Hörverstehen deutlich leichter gemacht hat. Vielleicht kann er dir die gleiche Hilfe geben. Es geht darum, kurze Phrasen wie feste Bausteine zu hören und nicht Wort für Wort. Viele Lernende versuchen, jeden einzelnen Klang zu analysieren. Das macht das Verstehen aber oft langsam und anstrengend. Dein Gehirn arbeitet viel besser, wenn es klare Einheiten erkennt, die immer wieder gleich klingen. Darum ist es sinnvoll, häufige Phrasen als ganze Formen zu speichern. Stell dir eine einfache Situation vor. Du stehst an einer Bäckereitheke und die Verkäuferin sagt sehr rasch: Noch was? Wenn du diese Frage als 2 getrennte Wörter hörst, musst du zuerst über jeden Teil nachdenken. Wenn du die Frage jedoch als festen Ausdruck erkennst, hörst du nur die Bedeutung, nicht die einzelnen Teile. Das Gleiche gilt für Ausdrücke wie alles gut, alles klar, kein Problem oder bis später. Muttersprachler sprechen diese Phrasen oft in einem Zug. Sie machen kaum Pausen zwischen den Wörtern. Für das Ohr eines Lernenden klingt das wie ein einziger Klang. Genauso solltest du es auch behandeln. Ein geschlossener Klangblock ist leichter zu erkennen als 2 oder 3 einzelne Wörter. Um dieses Prinzip zu üben, kannst du im Alltag bewusst darauf achten, welche Phrasen häufig wiederkehren. Du hörst sie im Supermarkt, im Bus, in Gesprächen am Arbeitsplatz, in einer WG-Küche oder auf der Straße. Versuche nicht, jedes Wort herauszufiltern. Konzentriere dich auf den gesamten Ausdruck. Mit der Zeit wirst du ihn sofort verstehen, auch wenn er schnell gesprochen wird. Dein Gehirn speichert diese Bausteine wie kurze Muster. Wenn du diese Muster oft hörst, werden sie automatisch abgerufen. Du musst dann nicht mehr über die einzelnen Wörter nachdenken. Dieser Prozess macht dein Hören entspannter und schneller. Du kannst diese Methode auch bewusst üben, indem du kurze Phrasen wiederholst. Höre sie einige Male, sprich sie nach und lass deinen Kopf den Klang verinnerlichen. So entsteht ein natürlicher Rhythmus in deinem Ohr. Wenn du dieses Prinzip regelmäßig anwendest, wirst du merken, dass du Gespräche im Alltag viel leichter verstehst. Selbst wenn du nicht jedes einzelne Wort kennst, erkennst du die vertrauten Phrasen sofort. Das gibt dir Sicherheit, und Sicherheit macht jedes weitere Hören einfacher. Genau auf diese Weise entsteht ein stabiles Fundament für dein Hörverstehen. Und jetzt kommt ein weiterer Punkt, der für mich eine große Veränderung gebracht hat, weil er mein Hören klarer, schneller und flexibler gemacht hat. Vielleicht kann er dir die gleiche Wirkung geben. Es geht darum, Sätze in verschiedenen Geschwindigkeiten zu hören. Viele Lernende bleiben zu lange bei sehr langsamem Material, weil es sich sicher anfühlt. Doch Sprache im Alltag ist selten langsam. Menschen sprechen normal, manchmal auch sehr schnell, und dein Ohr muss lernen, diese Unterschiede wahrzunehmen. Darum ist es wichtig, einen Satz nicht nur in einer Form zu hören, sondern in mehreren Tempi. Wenn du einen Satz zuerst langsam hörst, versteht dein Gehirn die Struktur.
Wenn du ihn dann in normaler Geschwindigkeit hörst, erkennt dein Ohr den natürlichen Klang. Und wenn du ihn schließlich sehr schnell hörst, trainiert dein Gehirn ein völlig anderes Muster. Jede Geschwindigkeit aktiviert einen anderen Prozess. Langsames Hören hilft dir, die Wörter klar zu hören. Normales Hören zeigt dir, wie der Satz wirklich klingt, wenn Menschen im Alltag sprechen. Schnelles Hören fordert dich stärker, aber genau diese leichte Überforderung bringt dein System in Bewegung. So entsteht ein flexibles Hörgefühl, das sich nicht von Tempo überraschen lässt. Stell dir ein einfaches Beispiel vor. Du hörst den Satz: Ich kann dir später helfen. Zuerst hörst du ihn in ruhigem Tempo. Alles ist klar, jedes Wort steht deutlich vor dir. Dann hörst du den gleichen Satz in normaler Geschwindigkeit. Die Wörter fließen enger zusammen und du merkst, wie sich der Klang verändert. Danach hörst du die schnelle Version. Vielleicht verstehst du nicht jedes Wort, aber dein Ohr erkennt die Form, den Rhythmus und die Betonung. Genau diese Form bleibt im Gedächtnis und hilft dir später im Alltag. Du kannst dieses Prinzip leicht üben. Wähle einen kurzen Satz, höre ihn 3-mal hintereinander in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und versuche, die Veränderungen bewusst wahrzunehmen. Du wirst merken, dass dein Ohr immer schneller reagiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn du regelmäßig mit verschiedenen Tempi arbeitest, bist du auf echte Gespräche besser vorbereitet. Menschen sprechen je nach Stimmung, Ort oder Situation mal schneller, mal langsamer. Wenn dein Ohr diese Vielfalt kennt, fühlt sich Alltagssprache natürlicher und weniger stressig an. Dieses Training ist in jeder Sprache nützlich, weil es die grundlegende Fähigkeit stärkt, Klang und Bedeutung in verschiedenen Formen zu erfassen. So entsteht ein flexibles und stabiles Hörverstehen, das dich in jeder Situation unterstützt. Und jetzt kommt ein Punkt, der für mich persönlich besonders wichtig war, weil er mein Hörverstehen in sehr kurzer Zeit deutlich verbessert hat. Vielleicht bringt er dir denselben Effekt. Es geht darum, dich auf das wichtigste Wort im Satz zu konzentrieren. Viele Lernende versuchen, jeden einzelnen Teil eines Satzes zu verstehen. Doch genau das macht das Hören schwer. In vielen Situationen trägt ein einziges Wort den größten Teil der Bedeutung. Wenn du dieses Wort erkennst, verstehst du oft schon den Kern der Aussage, selbst wenn dir der Rest noch fehlt. Stell dir eine einfache Szene vor. Jemand sagt, ich brauche heute Hilfe. Wenn du nur das Wort Hilfe sicher hörst, weißt du sofort, worum es geht. Oder jemand sagt, der Bus kommt später. Wenn du nur später verstehst, kennst du die wichtigste Information. Im Alltag passiert das ständig. Ein einziges Wort trägt die Richtung, die Stimmung oder den Inhalt. Darum ist es so nützlich, dein Ohr darauf zu trainieren, dieses Schlüsselwort zu hören. Du kannst das leicht üben. Höre kurze Sätze und frage dich, welches Wort trägt hier den Sinn? Welches Wort würde ich im Alltag am dringendsten brauchen? Wenn du dieses Prinzip verinnerlichst, hörst du Gespräche nicht mehr Wort für Wort, sondern nach Bedeutung. Dein Ohr sucht automatisch nach dem Signal,
das wirklich wichtig ist. Das entspannt dein Hören, weil du nicht mehr alles gleichzeitig verstehen musst. Und je öfter du diese Methode benutzt, desto schneller erkennst du die Hauptinformation, selbst wenn jemand normal oder sogar schnell spricht. Dieses Prinzip ist sehr hilfreich für A2 bis B1, weil du nicht perfekt verstehen musst, um gut zu reagieren. Du brauchst nur das wichtigste Wort. Genau das macht dein Hören leichter, klarer und viel sicherer. Und jetzt kommt ein letzter Tipp, der für mich der wichtigste überhaupt war, weil er mein Deutsch nicht nur verbessert, sondern zu einem Teil meines Tages gemacht hat. Vielleicht kann dieser Gedanke bei dir genau die gleiche Wirkung haben. Es geht darum, Deutsch in deinen Alltag zu integrieren, so natürlich und so regelmäßig, dass dein Gehirn die Sprache wie ein Schwamm aufnimmt. Viele Lernende glauben, dass man nur durch Lernstunden oder feste Übungen Fortschritte macht. Aber das stimmt nur teilweise. Der eigentliche Fortschritt entsteht, wenn du Deutsch nicht mehr als Aufgabe siehst, sondern als Begleiter in deinem Tag. Sobald Deutsch ein Teil deiner täglichen Umgebung wird, entsteht ein ganz anderes Gefühl. Du hörst nicht nur Deutsch, du lebst es. Du fühlst es. Du atmest es mit jedem kleinen Moment, in dem die Sprache in deinem Ohr oder in deinem Blick erscheint. Du kannst das schon mit sehr einfachen Dingen erreichen. Höre diesen Podcast nicht nur einmal, sondern mach ihn zu einem kleinen Ritual. Lass einzelne Szenen nebenbei laufen, während du aufräumst, kochst oder unterwegs bist. Dein Ohr muss nicht jedes Mal aktiv analysieren. Es reicht, wenn die Sprache da ist. Dein Gehirn beginnt dann von selbst, Muster zu erkennen. Und genau in diesen stillen Momenten wächst deine Kompetenz. Du kannst auch andere Podcasts auswählen, kurze Nachrichten, einfache Dialoge oder kleine Lernimpulse. Wichtig ist nicht die Schwierigkeit, sondern die Regelmäßigkeit. Wenn ein Klang oft genug erscheint, beginnt das Gehirn, ihn zu verarbeiten, selbst wenn du nicht bewusst zuhörst. Du kannst zusätzlich kurze Texte lesen, kleine Artikel, Nachrichtenübersichten oder Dialoge aus dem Alltag. Lesen und Hören unterstützen sich gegenseitig, weil deine Augen und deine Ohren denselben Rhythmus lernen. Wenn du etwas hörst, das du vorher gelesen hast, entsteht ein doppeltes Signal in deinem Kopf. Es bleibt hängen und wird stabiler. Genau davon lebt eine Sprache. Je mehr Verbindungen dein Gehirn baut, desto natürlicher fühlt sich Deutsch an. Du kannst auch kleine Momente nutzen, die sonst leer bleiben. 1 Minute an der Bushaltestelle, eine kurze Pause auf der Arbeit, die letzten 5 Minuten vor dem Schlafen. All diese Zeiträume sind wertvoll, weil sie deinem Ohr erlauben, entspannt zu lernen. Ohne Druck, ohne Zwang, ohne Kontrollgefühl. Wenn du Deutsch so in deinen Alltag bringst, entsteht langsam etwas Tiefes. Ein Gefühl von Vertrautheit. Ein Gefühl von Natürlichkeit. Ein Gefühl,
das nicht mehr aus Büchern kommt, sondern aus deinem Leben. Und genau dieses Gefühl macht den Unterschied zwischen Lernen und Beherrschen. Wenn du Deutsch jeden Tag ein kleines bisschen hörst, liest, fühlst und in dich aufnimmst, wirst du irgendwann merken, dass es in dir arbeitet, auch wenn du nichts tust. Es entwickelt sich wie von selbst. Das ist der Moment, in dem du nicht mehr nur lernst, sondern wirklich in der Sprache ankommst. Genau darum ist dieser letzte Gedanke so wichtig. Integrationen machen aus einer Sprache ein Teil deiner Identität. Und wenn du das schaffst, wächst dein Deutsch ganz leise, aber sehr stark. Jeden einzelnen Tag. Und jetzt möchte ich diese Folge für dich abrunden. Denn nach all diesen Ideen, Übungen und Gedanken ist es wichtig, dass du einen Moment nimmst, um zu spüren, was du heute mitgenommen hast. Du hast viele verschiedene Wege gehört, wie du dein Ohr trainieren kannst, wie du Deutsch in deinen Alltag bringst und wie du Schritt für Schritt sicherer wirst. Vielleicht hast du schon beim Zuhören gemerkt, dass manche Tipps sofort etwas in dir bewegen, während andere ein bisschen Zeit brauchen. Genau das ist normal. Lernen entsteht nicht in einer einzigen Stunde, sondern in vielen kleinen Momenten, und diese Momente wachsen weiter, auch wenn du gerade nicht aktiv übst. Darum interessiert uns jetzt sehr, wie dir diese Folge gefallen hat. Wir möchten wissen, welche Tipps für dich besonders hilfreich waren, welche Szenen dir ein klares Gefühl gegeben haben und wo du vielleicht noch Fragen hast. Schreib es uns gern in die Kommentare, denn jede Rückmeldung hilft uns, die nächsten Folgen noch besser für dich zu gestalten. Du kannst uns auch sagen, was du dir beim nächsten Mal wünschst. Möchtest du mehr Alltagsszenen hören? Möchtest du eine lange Hörübung? Oder sollen wir bestimmte Themen aus deinem Leben aufgreifen, damit du sie leichter verstehst? Sag uns einfach, was du brauchst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du sie likest oder abonnierst, denn so verpasst du keine neue Episode und hilfst uns gleichzeitig dabei, mehr Lernende zu erreichen. Du kannst die Folge auch speichern und später noch einmal hören. Denn Wiederholung stärkt dein Ohr jedes Mal ein bisschen mehr. Danke, dass du heute mit uns geübt hast. Bleib dran, hör weiter zu und lass dein Deutsch Tag für Tag wachsen. Wir freuen uns sehr auf deine Nachricht.